Der meditative Charakter dieses Stückes wirkt beruhigend. Heutzutage die Kinder, die haben so viel zu tun, so viel Stress. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Stück als eine psychologische Entspannung funktionieren könnte. Das war ein Abschnitt aus einem Stück mit dem Titel In der Dämmerung von Felix Rybicki. Durch dieses Stück könnte man eine farbreiche und angenehme Beziehung mit dem Klavier entwickeln und genießen. Der Titel führt uns zu einer Vorstellung über die Sonne, die am Ende des Tages untergeht. Man sieht die Sonne nicht mehr, man sieht aber das Licht der Sonne, der Dämmerschein. Dieses Stück erinnert mich an die kleine Studie von Robert Schumann aus dem Album für die Jugend. In dem Stück von Felix Rybicki haben wir eine interessante klangliche Struktur. Wir haben hier 3 Schichten. Die obere Stimme, das ist das Licht der Sonne, der Dämmerschein. Die obere Stimme mit dem 4. und 5. Finger geführt. Die zweite Stimme, das sind die 3 Klänge. Ich würde sagen, diese Stimme gibt unserem Licht verschiedene Farben. In der linken Hand haben wir auch 3 Klänge, die durch das Pedal sich in eine Harmonie transformieren. Das ist eine ungewöhnliche Pedalisierung, weil normalerweise würden wir ein Pedal für den ganzen Takt nehmen. Rybicki möchte es aber nur für die linke Hand haben. In dem Stück haben wir die Dynamik Piano und Pianissimo. Wir bewegen uns also nur in diesem Bereich. Es ist wichtig, ein gutes Legato hier zu benutzen. Wir haben sehr oft zu tun mit solcher Standardposition des Bewegungsapparates. Wir müssen eigentlich diese Position hier auflösen und mit ganz freien Händen spielen. Das wirkt wirklich beruhigend, dieses Stück. Man muss ein Gefühl entwickeln, dass man nicht die Tasten anschlägt, sondern direkt die Saiten berührt. Es handelt sich um pädagogische Stücke von Felix Rybicki aus dem Album Ich kann schon spielen. Wir haben insgesamt 18 Stücke. Die sind sehr gut geeignet für die Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahre alt. Wer war Felix Rybicki? Felix Rybicki lebte von 1899 bis 1978. Er war Dirigent, Komponist und Musikpädagoge. Er studierte am Warschauer Konservatorium, war sehr vielseitiger Musiker, Chorleiter, Dirigent, Komponist, Pianist, Klavierlehrer. Er hat studiert unter anderem mit Henryk Melzer. Melzer war Schüler von Theodor Leschetizky. Leschetizky hat Ignacy Jan Paderewski unterrichtet, aber auch Artur Schnabel, Benno Moisewitsch, Elie Ney. Diese Stücke machen wirklich sehr viel Spaß und spürt man ganz deutlich auch Inspiration von Rybicki
und seine Leidenschaft zur Pädagogik. Jetzt kommt der Sephir. Die richtige Vorstellung des Charakters ist für eine Interpretation eigentlich die wichtigste Sache. In den Noten haben wir hier zwei Bilder. Ein Mädchen, das im Wind mit einem Hund spaziert, und ein Baum, der sich im Wind wiegt. Man kann sich hier vorstellen, dass die linke Hand die Schritte dieses Mädchens beschreibt. Und die rechte Hand den Sephir imitiert. Natürlich mit dem Pedal. In dem Stück bewegen wir uns in der Dynamik zwischen Piano und Mezzoforte. Interessant ist, dass eigentlich dieses Stück auf der sogenannten Chopin-Position basiert. Die rechte Hand und die linke Hand. Das heißt, dieses Stück ist wirklich sehr gut pianistisch komponiert. Entschuldigung, es geht hier um Musik. Ich verstehe nicht, warum die so viel gequatscht haben. Schwätzer. So heißt das nächste Stück von Felix Rybicki. In diesem Stück reden alle Finger zuerst laut und danach leise. Die beiden Hände spielen unisono. Man konnte in dem Stück verschiedenes Legato verwenden. Sehr gebundenes Legato, legatissimo, poco legato, Legato détaché, non legato. Zum Beispiel, wenn wir den Teil Piano spielen, da konnte man ein sehr gebundenes Legato verwenden. Und Forte, non legato zum Beispiel. Ja, das ist nicht einfach, beide diese Stimmen gut zusammenzuspielen, und die Synchronisation, Koordination zwischen den Händen ist hier eine Herausforderung. Wie könnte man das üben? Zum Beispiel die rechte Hand staccato und linke Hand legato. Und umgekehrt. Rechte Hand Piano, linke Hand Forte. Natürlich auch umgekehrt. Man könnte auch die Hände wechseln. Und ich möchte gerne noch eine Übung vorschlagen, dass die linke Hand ganz normal spielt und mit der rechten Hand spiele ich auf dem Notenpult. So, diese Übung entwickelt eine gute Koordination zwischen dem Gehör, zwischen den Händen, auch Unabhängigkeit der Hände. Hören Sie alle Stücke aus dem Album Ich kann schon spielen von Felix Rybicki, gespielt von meiner Studentin Joanna Sielicka. Die Noten wurden von der PWM Edition herausgegeben.